Hallo zusammen! Heute gibt es ein richtiges Schlemmergericht und zwar einen Auflauf mit Wirsing und veganem Hack überbacken mit einer veganen Bechamelsoße. Richtig lecker! Ja, und ich würde sagen, los geht's! Zuallererst bereite ich die Bechamelsoße zu. Dafür kommt die Margarine in einen Topf. Sobald diese geschmolzen ist, gebe ich das Dinkelmehl dazu. Dann mit einem Schneebesen richtig gut rühren, damit das Mehl sich mit der Margarine verbindet. Dann mit Sojadrink ablöschen und die Bechamelsoße einmal aufkochen lassen. Wichtig ist hier, dass ihr während diesen 5 Minuten, wo die Soße kocht, dass ihr da kontinuierlich rührt. Dann kommt Muskatnusspulver dazu. Falls ihr Muskatnüsse habt und eine Muskatreibe, könnt ihr das natürlich auch frisch dazu reiben. Dann noch Salz und Pfeffer und schon ist die Bechamelsoße fast fertig. Diese kommt zum Schluss noch durch ein feinmaschiges Sieb, damit keine Klümpchen mehr zurückbleiben in der Soße. Damit der Auflauf schön sättigt, haben wir auch eine Kohlenhydratquelle in diesem Auflauf, und zwar Kartoffeln. Diese sind schon klein gewürfelt und werden jetzt im Wasser weich gegart. Wirsing ist ein wunderbares Gemüse. Es ist richtig gesund und hat das ganze Jahr über Saison. Während die Kartoffeln noch kochen, schneide ich den Wirsing in Streifen. Als nächstes erhitze ich eine große Pfanne mit Olivenöl. Vegan zu essen bedeutet nicht automatisch, dass man auch gesund ist. Es gibt mittlerweile unglaublich viele verschiedene vegane Fertigprodukte auf dem Markt. Beim Kauf von diesen Produkten raten wir, die Zutatenliste gut durchzulesen, sich dazu Gedanken zu machen und auf gute Qualität zu setzen. Vermeidet, wenn möglich, Produkte mit vielen E-Nummern und Zutaten, deren Namen ihr nicht mal aussprechen könnt. Für dieses Rezept haben wir verschiedene vegane Fertigprodukte getestet und verwendet. Zum Beispiel die vegane Mandelschlagcreme von Sojana und auch ein veganes Hack auf der Basis von Erbsenprotein. Unserer Meinung nach sind diese Fertigprodukte nicht für den täglichen Verzehr gedacht. Es geht mehr darum, mal eine Abwechslung reinzubekommen und auch besonders in der Zeit, wenn man von einer eher tierischen Ernährungsweise auf eine pflanzenbasierte Ernährungsweise wechseln möchte, um dann diesen Übergang zu vereinfachen. Ich will nicht mehr viel dazu sagen, nur schaut unten in der Infobox, da findet ihr einen Link zum Artikel Vegane Fertigprodukte. Da haben wir einen tollen Produktvergleich und ihr bekommt ein bisschen mehr Informationen zu diesem Thema. Zum veganen Hack kommen dann die Wirsingstreifen, die Lauchringen und das wird dann 6 Minuten gebraten. Dann kommen die Zwiebel- und Knoblauchwürfel dazu. Die werden 2 Minuten mitgebraten. Etwas Kreuzkümmelpulver und Tomatenmark dazu und ebenfalls kurz mitbraten. In der großen Pfanne oder auch einer großen Schüssel wird nun alles vermengt. Zum Wirsing und Hack kommen nun die Kartoffelwürfel, dann kommt die Mandelschlagcreme dazu und Jalapenos. Wenn ihr dieses Gericht für Kinder zubereitet oder selber nicht so gerne scharf esst, dann könnt ihr die Jalapenos natürlich auch weglassen. Die Masse wird nun noch gut gewürzt, und zwar mit etwas Muskatnusspulver, ordentlich Salz und Pfeffer. Von der Bechamelsoße, die wir ganz zu Anfang zubereitet haben, kommt nun die Hälfte mit in die Schüssel. Nachdem alles gut vermengt wurde, kommt die Masse in eine Auflaufform. Dann die restliche Bechamelsoße darauf verteilen, etwas veganen geriebenen Käse darauf streuen und ab geht's in den Ofen für 10 bis 13 Minuten. Wenn der Auflauf auf der Oberfläche eine schöne Bräune hat, dann kommen die Mandelstifte darüber zusammen mit dem gehackten Rosmarin und Thymian. Nach 2 weiteren Minuten im Ofen ist der Auflauf fertig, bereit zum Genießen. Ein richtig tolles Gericht mit vielen verschiedenen Geschmäckern und Konsistenzen. So, und jetzt seid ihr dran. Probiert's aus!